Dankeschön. But there were two campers who went hiking one day. Also da gab es zwei Camper, die sind auf eine Wanderung gegangen. Then all of a sudden, one of them went, ow! Und plötzlich ist einer so gegangen, ups. He was bitten by a rattlesnake. Dann wurde er gebissen von einer Klapperschlange. So his other friend said, don't worry. Der andere Freund sagt zu ihm, keine Panik. I'll go get you a doctor. Ich gehe schnell los und hole dir einen Doktor. So he went 10 kilometers to a very small town. Also rennt er 10 Kilometer in einen kleinen Ort rein. And he found the only doctor in town. So, und da findet er den einzigen Doktor in der Stadt. But the doctor was delivering a baby. Aber der war gerade dabei, eine Geburt mitzuhelfen. He said, I can't go, but I'll give you the instructions. Der sagt, ich kann nicht mit dir gehen, aber ich gebe dir mal die Anleitung, was du tun sollst. Just take a knife and draw an X where the bite is. Nimm einfach ein Messer und schneid da so ein kleines X hin, wo der Biss war. Then suck out all the poison and spit it on the ground. Und dann saugst du dieses Gift raus und spuckst es auf den Boden. Okay, so he went back to the guy that was bitten. Okay, alles klar. Dann geht er zurück zu dem Typen, der gebissen war. The friend said, ow! Und er sagt immer noch, ouch. So what did the doctor say? Ja, was hat denn der Doktor jetzt gesagt? Then the friend looked at the guy. Der Freund schaut seinen Freund an. He looked at his big, swollen butt. Er schaut sich diesen riesigen, geschwollenen Hintern an. And he said, the doctor said, yeah, you're gonna die. Und der Doktor hat gesagt, du wirst sterben. Sometimes the instructions are very clear. Manchmal ist die Anleitung super klar. But the question is, can we do it? Aber die Frage ist, können wir das schaffen? The Bible also laid out very clear instructions for all of us. Genauso in der Bibel, da sind ganz klare Anweisungen für uns alle. But they're not very easy to do. Aber sie sind nicht wirklich leicht zu befolgen. For example, the famous Sermon on the Mount, Zum Beispiel die allseits bekannte Bergpredigt, where Jesus from Matthew chapter 5 all the way to chapter 7 laid out how to live as a Christian. wo Christus einfach in Matthäus 5 bis 7 ganz klar erklärt, wie ein Christ zu leben hat. Just give you a quick overview. Ich gebe dir mal einen kurzen Überblick darüber. The first part of the Sermon on the Mount talks about our relationship to the world. Der erste Teil von der Bergpredigt erklärt, wie wir in einer Beziehung zur Welt treten. We are called to be salt and light of the world. Wir sind dazu berufen, Salz und Licht für die Welt zu sein. But we don't need light when it's bright. Man braucht aber kein Licht da, wo es hell ist. We need light when it's dark. Wir brauchen Licht, wenn es dunkel ist. That means that wherever is the darkest, wherever it is the worst, Das bedeutet, da wo es am dunkelsten ist, da wo es am schlimmsten ist, you go in. da gehst du rein. That means if someone's life is falling apart, Das heißt, wenn bei jemandem das Leben auseinanderfällt, most people run away, die allermeisten rennen dann weg. but you are called to go into the life. Von uns wird erwartet, dass wir da reingehen. The Sermon on the Mount also talks about our relationship to other people around us. Die Bergpredigt spricht auch darüber, wie wir in der Beziehung zu den Menschen um uns herum treten. Don't kill people. Bring niemanden um. Okay, we can probably do that. Ich glaube, das ist nicht das Problem. But it also said that if you're so angry that you insult somebody, Es sagt aber auch, wenn du so sauer bist, dass du jemanden beleidigst, it's like you've killed them. dann ist es, als hättest du den umgebracht. So he looks at our motives as well. Er schaut also auch unsere Beweggründe an. It talks about sexual immorality. Es geht auch um sexuelle Moral und Teilsamkeit. Don't give your body to someone unless you're ready to commit the rest of your life with that person. Gib niemandem deinen Körper, wenn du nicht bereit bist, auch den Rest deines Lebens dieser Person zu geben. But it also said if you look at someone lustfully, you've committed adultery. Es sagt aber auch, wenn du jemanden nur mit Begierde ansiehst, dann hast du Ehebruch begangen. So it looks at our hearts as well. Es schaut also auch unseren Herz an. It talks about our words. Es spricht über unsere Werke. Let your yes be yes and your no be no. Ein Ja soll ein Ja und ein Nein soll ein Nein sein. Everything you said should be as truthful as if you've sworn everything to the Bible. Alles, was du sagst, muss so wahr und ehrlich sein, als hättest du es gerade auf die Bibel geschworen. And then the very famous difficult saying of Jesus, Und dann kommt dieser super Ausspruch von Jesus: turn the other cheek. Halte die andere Wange hin. If someone slaps you, Wenn jemand dich schlägt, you're supposed to give the cheek to that person as if you're greeting them in the European way. dann Like that. wird von dir erwartet, dass du die andere Wange so hinhältst, so wie die Europäer sich begrüßen. At least that's what it looks like to me.
At least that's what it looks like to me. Okay, das sieht auf jeden Fall für jemand von außerhalb so aus. That means if you're driving down the highway, Also wenn du die Autobahn runterfährst oder deine Straße someone cuts in front of you, und jemand dir den Weg abschneidet and he slams on the brake, und dann auch noch bremst, then give you the middle finger. dann könntest du den Mittelfinger zeigen oder er gibt dir den Mittelfinger. You're not to retaliate. Dann ist es nicht an dir, dich zu rächen. You're supposed to go and restore that relationship. Von dir wird erwartet, dass du zurückgehst und diese Beziehung wiederherstellst. Ooh, can we do it? Können wir das tun? It also talks about giving to the poor. Es spricht auch darüber, dass du den Armen geben sollst. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Aber dabei soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. That means don't do good things just to feel good about ourselves. Das heißt, du sollst nicht nur gute Dinge tun, um dich dabei gut zu fühlen. Be generous because wherever you spend your money most effortlessly on, Du sollst großzügig sein, weil da, wo du dein Geld am mühelosesten reinsteckst, that's where your heart is. das ist, wo dein Herz ist. Then it talks about our relationship to God. Okay, und jetzt unsere Beziehung zu Gott. Close the door when you pray. Mach die Tür zu, wenn du betest. Don't pray out loud just to sound spiritual, Bete nicht groß außerhalb irgendwo ganz laut, nur um geistlich zu wirken. but wherever you think the most about in your private life, behind closed doors, Sondern da, wo du in deinem Privatleben hinter verschlossenen Türen am meisten drüber nachdenkst. that's who your real God is. Das ist dein wahrer Gott. And then it talks about don't worry. Dann sprichst du noch, du sollst dich nicht sorgen. You should be loving and trusting God so much that you shouldn't be worried about a single thing in your life. Du solltest Gott so lieben und ihm so sehr vertrauen, dass du dich überhaupt gar nichts in deinem Leben sorgst. And don't judge. Und verurteile niemanden. Doesn't mean don't criticize, but it's not up for you to judge. Das heißt nicht, dass du niemanden kritisieren sollst, aber es steht dir nicht zu urteilen. Now, if we do all of that, Wenn wir das alles sehen, then we will stand out. wenn wir das alles tun, dann werden wir hervorstechen. We will be salt and light of the world. Dann sind wir Licht und Salz der Erde, If we can live like this. wenn wir so leben. So we take these instructions from the Sermon on the Mount Also wir nehmen diese Anleitung von der Bergpredigt and we go back to reality und dann gehen wir zurück in die Realität and we say, yeah, we're gonna die. und dann sagen wir, na klar. There was an English professor, her name is Virginia Owens. Es gab mal eine englische Professorin, die hieß Virginia Owens. In her English class, she gave an assignment to all her students. Und in ihrem Englischunterricht hat sie eben eine Hausaufgabe an alle ihre Studenten gegeben. The students are to read the Sermon on the Mount and then write an essay about it. Also die Studenten sollten die Bergpredigt lesen und dann einen Aufsatz darüber schreiben. And it turns out most of our students have never read the Sermon on the Mount. Und na klar, es wurde gleich klar, die meisten hatten die Bergpredigt noch nie gelesen. So when the professor was grading and reading the essays, these are some of the response. Als sie dann die Aufsätze bewerten wollte und gelesen hat, das waren einige der Antworten. The things asked in this sermon are absurd. Die Dinge, die in dieser Predigt gefordert werden, sind absurd. To look at a woman is adultery? Eine Frau nur anzuschauen soll Ehebruch sein. That is the most extreme and stupid, unhuman statement that I've ever heard. Das ist das extremste, dümmste und unhumanste, was ich jemals gelesen habe. Another student said, Ein anderer hat gesagt, I did not like the essay Sermon on the Mount. ich habe diese Bergpredigt-Essay nicht so gemocht. It was hard to read. Es war wirklich schwer zu lesen. It made me feel like I have to be perfect and no one is. Und es gibt mir das Gefühl, dass ich perfekt sein muss und das ist doch niemand. The people hated it. Die Leute haben es gehasst. It feels like they have to be perfect and they can't be. Es gibt ihnen das Gefühl, dass sie vollkommen sein müssen und dass sie es nicht sind. They think it's absurd, Sie sagen, es ist lächerlich. but they're right. Und sie haben recht damit. Because if you read the Sermon on the Mount and you didn't realize how difficult and how absurd it is, you don't understand what it's saying. Denn wenn du die Bergpredigt liest und nicht wahrnimmst, wie schwierig das ist, wie unmöglich, dann hast du nicht wirklich wahrgenommen, was es aussagt. If you're honest with yourself, you look at the Sermon on the Mount and you go, oh God, save me from the Sermon on the Mount. Wenn du die Bergpredigt liest und ehrlich zu dir bist, dann wirst du damit reagieren zu sagen, Gott, rette mich von dieser Bergpredigt. I can't live up to it. Ich kann das nicht erfüllen. Get it away from me. Nimm es schnell weg von mir. But at the same time, we realize Aber wir realisieren gleichzeitig, this is exactly how we want the people around us to behave. eigentlich wollen wir, dass die Menschen um uns herum sich genauso verhalten. I expect people to be truthful to me all the time. Ich finde, dass Leute ehrlich mir gegenüber sein sollten. I expect my spouse to not check out other women and have lust for thoughts about her. Irgendwie erwarte ich von meinem Ehepartner auch, dass er nicht anderen Frauen hinterher schaut. I don't want to worry in my life.
Ich will mich nicht sorgen müssen. I don't want people to judge me. Ich möchte nicht, dass ich verurteilt werde. Deep down inside, we know this is how we should live. Ganz tief in uns drin wissen wir, so sollten wir eigentlich leben. But the Sermon on the Mount also looks at the motives as well. Aber die Bergpredigt schaut sich auch die Beweggründe von uns an. And that's when we know we have no chance. Und da merken wir haben keine Chance. But why is such a long passage exist in the Bible when it's impossible for us to do it? Warum ist dann diese lange Passage überhaupt in der Bibel, wenn es unmöglich ist, sie zu erfüllen? How should we embrace the Sermon on the Mount then? Wie können wir uns die Bergpredigt zu eigen machen? The answer is we can live like this, Die Antwort ist, wir können so leben. but something has to happen first. Aber es muss vorher etwas passieren. Something has to change first. Etwas muss sich vorher verändern. And it's no accident that the thing that has to happen first is on the first part of the Sermon on the Mount. Und es ist kein Zufall, dass das, was vorher passieren muss, auch im ersten Teil der Bergpredigt steht. Let's read today's passage, Lass the uns, Beatitudes. lass uns die Passage von heute lesen in der Bibel, die Seligpreisungen. Jesus starts his Sermon on the Mount with the Beatitudes. Jesus fängt seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen an. And that is in Matthew chapter 5, verses 3 to 10. Und das steht in Matthäus 5, 3 bis 10. It says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. When Dani asked me to preach on an open topic, any topic, I thought I was going to talk about the fruit of the Spirit. Als Dani zu mir gekommen ist und gesagt, hey, du kannst über ein offenes Thema reden, da dachte ich sofort, ich werde über die Frucht des Geistes predigen. Summer, fruit, all makes sense, right? Sommer, Frucht, Obst, macht doch Sinn, oder? Then I was telling my sermon outline to one of my mentors in San Francisco. Also dann habe ich meine Ideen meinem Mentor oder eine meiner Mentoren in San Francisco vorgestellt. I tell her all these insights I have. Ich habe ihr all die Erkenntnisse gezeigt, die ich hatte. And she said, Joanne, stop. Und sie sagt zu mir, Joanne, halt. Before you talk about the fruits that you should bear or the things you should do, Bevor du darüber sprichst, welche Frucht du bringen sollst und welche Dinge du tun sollst, you need to talk about what it means to be a Christian. musst du erst darüber sprechen, was es bedeutet, überhaupt ein Christ zu sein. And that's all in the Beatitudes. Und das ist alles in den Seligpreisungen. At first glance, it looks like the Beatitudes is talking about different groups of people. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden all die Seligpreisungen über unterschiedliche Personengruppen sprechen. Blessed are those who are meek. Also die sind gesegnet, die sanftmütig sind. Blessed are those who mourn. Die Leid tragen, sind auch gesegnet. But actually, the Beatitude is describing as a whole what a Christian is. Aber eigentlich beschreiben die Seligpreisungen den Christen in seiner Ganzheit, was er ist. The statement for theirs is the kingdom of heaven bookends the Beatitudes. Diese Aussage, denn ihnen wird das Himmelreich gehören, rahmt die Seligpreisungen ein. It means it starts with that statement and ends with that Das statement. soll heißen, es startet und endet mit dieser Aussage. The Beatitudes is talking about what are the qualities and characters of the citizens of the kingdom of heaven. Die Seligpreisungen beschreiben die Eigenschaften und die Persönlichkeit, die Bürger des Himmelreichs haben. Because without being that person first, you can forget about doing the things it asks you to do. Denn bevor du nicht diese Dinge bist, vorher kannst du nicht darüber nachdenken, die Dinge zu tun, die von dir verlangt werden. So let's look at it one by one. Dann schauen wir uns die mal einzeln nacheinander an. Verse 3, it says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Als erstes steht da, gesegnet sind die, die arm im Geist sind, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Christianity starts with being poor in spirit. Das Christentum fängt damit an, geistlich arm zu sein. It
It's not talking about literal or economic poverty. Das bedeutet nicht buchstäbliche oder wirtschaftliche Armut. It is a metaphor in spirit. Es ist eine geistliche Metapher. It means spiritually you have to realize I am bankrupt. Das bedeutet, dass im geistlich musst du feststellen, ich bin komplett bankrott. When a non-Christian stands before God, Wenn ein Nichtchrist vor Gott steht, he or she may say something like this. die Person wird möglicherweise sowas sagen wie das. I know I'm not perfect, Ich weiß, ich bin nicht perfekt, but I'm a great parent. aber ich war ein super Elternteil. I am so nice to my friends. Ich bin so nett zu meinen Freunden. I know I've done some bad things, Ja klar, ich habe auch ein paar komische Sachen gemacht, but I've done good things too. aber ich habe gute Dinge auch getan. It's like they're saying, I've got some money in my bank. Das ist, als würden sie sagen, ich habe ein bisschen Geld auf meinem Bankkonto. But here it says, in order for you to be blessed, you have to realize you're spiritually bankrupt. Aber hier steht, wenn du gesegnet werden willst in der geistlichen Art, dann musst du auch realisieren, dass du geistlich überhaupt nichts hast. There is nothing that you've done that could merit God's blessing to you. Du merkst, dass du nichts getan hast, um dir die Gnade von Gott zu verdienen. You stand in front of God and you say, Du stehst vor Gott und sagst, I've done bad things. ich habe schlimme Dinge getan. Even the good things that I've done, Sogar die guten Dinge, die ich getan habe, sometimes they're not done with good intentions. waren meistens auch gar nicht mit guten Beweggründen getan. I'm just trying to get people to like me. Ich wollte nur, dass alle mich mögen. To be poor in spirit means you recognize there's nothing you've done. Arm im Geist zu sein bedeutet, dass du wahrnimmst, ich habe nichts richtig getan, um was zu verdienen. It's like as you're writing a cover letter to apply to get into the kingdom of heaven, Das ist so, als würdest du ein Bewerbungsschreiben schreiben, um ins Reich der Himmel zu kommen. and it would look like this. Und es würde so aussehen. Blank piece of paper. Komplett weißes Blatt. Absolutely nothing you can do. Absolut nichts, was du tun kannst. Only a Christian would think that. Nur ein Christ würde das denken. Other people would think you're crazy. Andere würden sagen, hey, du spinnst ja. Next thing it says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Der nächste Vers sagt, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Now at first glance, it looks like it's contradicting each other. Das sieht irgendwie so aus, als wäre es widersprüchlich. Blessed means happy. Gesegnet heißt doch eigentlich glücklich. How can you be happy and mourning at the same time? Wie kannst du glücklich sein und leiden zur gleichen Zeit? But the word blessed means more than the state of being happy. Aber gesegnet zu sein ist mehr als der Zustand, glücklich zu sein. It means to be favored upon. Das bedeutet in der Gunst stehen. Here Jesus is talking about a blessedness that is not of this world. Jesus redet hier über eine Seligkeit, die nicht von dieser Welt ist. True blessedness comes from having the right relationship with God. Wahre Seligkeit kommt daher, dass du eine wahre Beziehung zu Gott hast. In Isaiah chapter 66 verse 2 it says, In Jesaja 66,2 steht, these are the ones I look on with favor. ich sehe aber an den Elenden und den zerbrochenen Geistes ist. Those who are humble and contrite in spirit and Und der- those who tremble at my word. Und der zerbrochen des Geistes ist und der sich fürchtet vor meinem Wort. A Christian is someone who mourns for their sin. Ein Christ ist jemand, der leidet wegen der Sünden, die er getan hat. And to mourn for your sin means to repent. Es bedeutet, dass der Christ wahrnimmt, dass er abhängig ist. Then it says, blessed are those who are meek, for they will inherit the earth. Als nächstes heißt es, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. To be meek means without any power. Also sanftmütig bedeutet, du hast keine eigene Kraft. You are completely dependent. Das bedeutet, du bist vollständig abhängig. A Christian realizes that everything they have comes from God. Ein Christ weiß und nimmt wahr, dass alles, was er hat, von Gott kommt. They're saved by absolutely grace and grace alone. Er weiß, er ist hier nur aus Gnade und allein aus Gnade. And they depend completely on God's forgiveness. Und sie hängen völlig ab von Gottes Vergebenheit. In verse 6 it says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, In 6 bedeutet es, selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, for they will be filled. denn sie sollen satt werden. A Christian is someone who's hungry and thirsty for righteousness. Ein Christ ist einer, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. This is very key because the Sermon on the Mount is describing a lifestyle of righteousness. Das ist wirklich ein Schlüsselelement, weil die Bergpredigt einen Lifestyle beschreibt aus Righteousness.
der Gerechtigkeit, ein Lifestyle der Gerechtigkeit. It's a life of love. Es ist ein Leben der Liebe It's a life of trust. und des Vertrauens. And you read it and you say, I want it. Du liest es und du sagst, ich will das. And what does it mean to be hungry and thirsty anyway? Was heißt es eigentlich überhaupt, hungrig und durstig zu sein? That means you really want food and water, but you don't have it. Das bedeutet, dass du echt essen und trinken willst, aber nichts hast. Remember a couple months ago, there was a group of Thai boys that got stuck in the cave? Erinnert ihr euch, dass eine Weile her ein paar thailändische Kinder in einer Höhle eingesperrt waren? Now imagine for 10 days you're stuck in this darkness and you have nothing to eat and nothing to drink. Stell dir vor, du steckst 10 Tage in dieser Dunkelheit, du hast nichts zu essen oder zu trinken. Then someone found you. Und dann findet dich plötzlich einer. Remember what was one of the first things that the boys said to the British divers? Erinnert ihr euch, was das eines der ersten Dinge war, die einer der Jungen zu den Tauchern gesagt hat, die sie gefunden haben? We are very, very hungry. Wir sind echt hungrig. And later they had the opportunity to write letters to the loved ones. Später hatten sie dann die Gelegenheit, Briefe zu schreiben an ihre nahen Verwandten. So one of the boys wrote a letter and said, Einer der Jungs hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, Mom, Mama, when I get out, wenn ich hier rauskomme, can you please make that Thai barbecue pork for me? kannst du bitte dieses gegrillte Thai-Schweinefleisch machen? So good. So lecker. Another boy said, Ein anderer Junge hat gesagt, when I get out, wenn ich hier rauskomme, can you please tell my brother to get me my favorite food? kannst du bitte meinem Bruder sagen, dass er mein Lieblingsessen kriegen soll? Oh, come on, you know what it is. Du weißt schon, was es ist. KFC, bro. KFC, Bruder. That's the best thing on earth. Das ist das Beste auf der Welt, ey. They crave for it. Sie haben sich danach gesehnt. They want it. Sie wollten es wirklich, But they don't have it. aber sie hatten es nicht. And that's how a Christian feels about perfect righteousness. Das ist, was ein Christ empfindet gegenüber von wahrer Gerechtigkeit. When Virginia's students read about the Sermon on the Mount, Als Virginias Studenten diese Bergpredigt gelesen haben, they go, oh, this is stupid. haben sie gesagt, ach, das ist doch Quatsch. When a Christian reads about the Sermon on the Mount, Wenn ein Christ die Bergpredigt redet, they're convicted. dann sind sie überführt. They want it. Das will der Christ. They know, I've seen this life at the highest. Sie sagen, ich habe das beste Leben gesehen. I should be this loving. Ich sollte so liebevoll I sein. should be this trusting. Ich sollte so vertrauensvoll sein. I'm not, but I want it. Ich bin es nicht, aber ich möchte das. And the Bible said, if you hunger and thirst for righteousness, you will be filled. Und die Bibel sagt, wenn du danach hungerst und dürstest nach dieser Gerechtigkeit, dann wirst du sie erhalten. Then it says, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Als nächstes heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. And to be merciful means to show compassion and to forgive. Barmherzig sein heißt, Mitleid zu haben und zu vergeben. A Christian is someone who's always ready to forgive and to show compassion. Ein Christ ist also immer bereit, sofort zu vergeben und Mitleid zu zeigen. Again, because they know that it is nothing because of what they do, but everything is because of God's mercy to them. Weil sie wissen, dass nichts entstanden ist dadurch, dass sie es getan haben, sondern nur durch Gottes Gnade. And then it says, blessed are the pure in heart, for they will see God. Als nächstes heißt es, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Pure in heart means to be single-minded, Ein reines Herz zu haben heißt zielstrebig sein. to be laser-focused. Absolut fokussiert zu sein. Focus in what? Auf was fokussiert? To love God. Auf die Liebe Gottes. A Christian is someone who wants one thing in life and one thing only, Ein Christ will eine Sache im Leben und nur diese eine Sache. God himself. Nur Gott allein. Every part of his or her life orientate towards finding God. Alles in ihrem Leben ist darauf ausgerichtet, Gott zu finden. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. A Christian is someone who promotes peace. Also ein Christ ist jemand, der den Frieden vorantreibt. But that's just who they are. Das ist einfach, was sie sind. Because without having that attitude, Wenn sie diese Einstellung haben, maybe you will swing a punch, wenn du diese Einstellung nicht hast, dann haust du dem anderen vielleicht eine runter. maybe you may flip a finger, Vielleicht zeigst du sogar einen Stinkefinger. but you will never turn your other cheek. Aber du wirst niemals deine andere Wange hinhalten. And then finally, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.
Und dann als letztes selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn Das- ihrer ist das Himmelreich. And that's similar to the previous one. Das ist ähnlich dem vorherigen. A Christian is someone who's always ready to suffer for doing the right things. Ein Christ ist immer bereit, dafür zu leiden, dass er das Richtige versucht zu tun. They're ready to suffer for wanting righteousness. Christen sind dafür bereit zu leiden, dafür, dass sie Gerechtigkeit wollen. And so the Beatitudes summarizes as a whole what a Christian is. Die Seligpreisungen fassen also zusammen, was ein Christ in seiner Ganzheit ist. That's the qualities of a citizen of the kingdom of heaven. Das sind die Eigenschaften eines Bürgers des Himmelreiches. But the question is, Die Frage ist, how? wie? How can we adopt such an attitude? Wie können wir so eine Haltung wirklich annehmen? And why? Und warum? Even if we have such qualities and attitudes, Selbst wenn sie solche Eigenschaften und Einstellungen haben, why are we able to get such incredible blessings? wie sind wir fähig, solche tollen Segnungen zu erhalten? I mean, these are pretty big promises, right? Ich meine, das sind super große Versprechen, To oder? get the kingdom of heaven, Das Königreich der Himmel zu to erhalten, inherit the earth. die Erde zu erben. What makes it possible? Was macht das möglich? One of my favorite preacher of all time is Timothy Keller. Einer meiner absoluten Lieblingsprediger ist Timothy Keller. He's a pastor in New York, Er ist ein Pastor in New York. and I listen to a lot of his sermons. Ich höre mir alle seine Predigten an. One of his sermons, he quoted one of the Old Testament scholars. In einer Predigt zitiert er einen von den alttestamentlichen Gelehrten And there he explained the meaning of the word blessed. und da erklärt er die Bedeutung des Wortes gesegnet. Blessed means more than being happy, like we said. Gesegnet zu sein bedeutet, wie wir schon gesagt haben, mehr als nur glücklich zu sein. It means to be favored upon. Es bedeutet in der Gunst stehen. It means you're in a position when someone else envy you. Da bist du in einer Stellung, wo jemand anderes dich beneidet. So for example, in the Bible, people like David and Joshua are the people who are blessed. Zum Beispiel in der Bibel solche Leute wie David oder Josua, das waren gesegnete Menschen. They have God's favor, Die standen in Gottes Gunst and we are called to model after them. und wir sind dazu berufen, sie nachzuahmen. They are someone we aspire to be. Das ist das, wonach wir streben, wie wir sein wollen. So here, when the Beatitudes has this word blessed over and over again, Also wenn wir in den Seligpreisungen das Wort gesegnet immer und immer wieder finden, we know that this is actually a profile. dann merken wir plötzlich, dass das eigentlich eine Charakterbeschreibung, ein Profil ist. It is pointing to someone. Sie weisen auf jemanden hin. This is describing a hero of heroes. Das beschreibt irgendwie einen Helden der Helden. It's someone we should emulate. Jemanden, den wir nacheifern sollen. It's someone we desire. Jemanden, nach dem wir streben. But he's a very strange hero. Aber es ist ein super komischer Held. Hungry, Hungrig, poor, arm, meek, sanftmütig, mourn. leidend, trauernd. Before the Beatitude describes a Christian, Bevor die Seligpreisungen einen Christen beschreiben, before it describes you and me, bevor es auch dich oder mich überhaupt beschreibt, it describes him. beschreiben sie ihn. The Beatitude describes Jesus. Die Seligpreisungen beschreiben Christus. Why is it possible in verse 3 that we can get the kingdom of heaven and be as rich as kings? Wie kann es möglich sein, dass, wie es in Vers 3 sagt, wir das Himmelreich erben und wir so reich werden wie er? Because Jesus became utterly poor, Weil Jesus durch und durch arm wurde, being born in a manger, in einer Krippe geboren, rejected, zurückgewiesen von allen, and died on the cross. auch noch am Kreuz gestorben. Verse 4, why can we be comforted? Vers 4, warum können wir getröstet werden? Because it was Jesus who mourned, Weil es Jesus war, der getrauert hat und gelitten hat. and he wept inconsolably in the Garden of Gethsemane and died in the dark. Weil er untröstlich weinte im Garten Gethsemane. Why can't we inherit the earth? Warum können wir das Erdreich erben? Because he was the one who became meek. Weil er derjenige war, der sanftmütig wurde.
He was the ultimate sacrificial lamb. Er war das ultimative Opferlamm. He was stripped of everything. Ihm wurde alles weggenommen. People even cast lots for his garment. Die Leute haben sogar Würfel über seine Kleider geworfen. Why is it that we can be filled? Warum können wir erfüllt werden? Because on the cross, Weil am Kreuz Jesus said, hat Jesus gesagt, I thirst. ich habe Durst. Why is it possible that we can obtain mercy? Wie ist es möglich, dass wir Gnade erhalten? Because Jesus got none. Weil Jesus keine bekommen hat. Not from Pilate, Nicht von Pilatus, not from the crowd that was mocking him, auch nicht die Menge, die sich über ihn lustig gemacht hat. not even from his father that day. Nicht mal an diesem Tag von seinem Vater. Why is it that we were able to see God one day? Warum werden wir einmal Gott schauen? Because Jesus was so pure in heart in doing God's will. Weil Jesus so reinen Herzens danach gestrebt hat, Gottes Willen zu tun. He was so single-minded. Er war so zielstrebig. He was so laser-focused that he went straight to the cross. Er war so fokussiert, dass er direkt ans Kreuz gegangen ist. And there he saw nothing. Und dort hat er nichts gesehen. A darkness came over him that day, and on the cross he said, Eine Dunkelheit kam über ihn an diesem Tag. Und am Kreuz sagt er, Father, Vater, why have you forsaken me? warum hast du mich verlassen? Why are we able to be called the children of God? Warum können wir Kinder Gottes genannt werden? Because Jesus became absolutely nothing to become the peacemaker Weil between Jesus, us. weil Jesus nichts wurde, um der Friedensstifter zu werden zwischen uns und Gott. The whole world, including his father, turned to war against him and attacked him. Die ganze Welt, inklusive seines Vaters, haben einen Krieg gegen ihn begonnen und haben ihn attackiert. And again, why can we get the kingdom of heaven? Warum können wir das Himmelreich also erben? Because he was truly persecuted for righteousness, Weil er wirklich verfolgt wurde für seine Gerechtigkeit. so that the peace between God and us can be restored. Damit dieser Friede zwischen Gott und uns wiederhergestellt werden kann. How do we embrace the Sermon on the Mount then? Also wie machen wir uns die Bergpredigt wirklich zu eigen? By the hero. Durch den Helden. When we see that Jesus was being poor in spirit for us, Wenn wir sehen, dass Jesus arm im Geist wurde für uns, we can be poor in spirit before God and before everyone else. dann können wir arm im Geist sein vor Gott und von der ganzen Welt. When we see someone who's poor, Wenn wir jemanden Armen sehen, we want to help not because of legalism anymore. dann wollen wir nicht mehr aus Gesetzlichkeit heraus helfen. It's because we see, I'm poor too and I need Jesus too. Weil wir sagen, ich bin auch arm, ich brauche auch Jesus. And that changed everything. Das hat alles verändert. When we see Jesus was the one who gave up everything to restore peace between us and God, Wenn wir sehen, dass Jesus alles aufgegeben hat, um diesen Frieden zwischen Gott und uns wiederherzustellen, that's how we want to make peace to those who wronged us. dann wollen wir auch Frieden schließen mit denen, die uns Ungerechtigkeiten angetan haben. And when we see it was Jesus who was the hero of heroes, Wenn wir sehen, dass Jesus der Held der Helden war, the truly blessed one, der wirklich wahrhaftig Gesegnete, the favored one, der absolut Begünstigte, and it was he who mourned. und es war er, der getrauert It hat. was he who became meek. Es ist er, der sanftmütig und schwach wurde. We can be filled. Dann können wir erfüllt werden. And when we see that, Wenn wir das sehen, then and only then dann und nur dann, we will be able to live like what the Sermon on the Mount calls us to live. nur dann können wir wirklich so leben, wozu uns die Bergpredigt beruft. Let's pray. Lass uns beten. Father God, we thank you so much for being the hero behind the Beatitudes. Vater, wir danken dir, dass du der Held bist hinter den Seligpreisungen. We thank you for just this incredible love. Wir danken dir für diese unbeschreibliche Liebe. And I pray that you will help us understand this mystery. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, dieses Mysterium zu verstehen. And I pray that your spirit will come into our lives and change us at the core. Und ich bitte dich darum, dass dein Geist in unser Leben kommt und uns im tiefsten Inneren verändert. That our heart will be transformed once and for all. Dass unser Herz ein für alle Mal verwandelt wird. So that we can live a life that is worthy of your call. Damit wir ein Leben leben können, das deinem Ruf gerecht wird und dem würdig ist. We thank you for this time to look at your words. Wir danken dir für die Zeit, die wir haben, um in dein Wort ranzuschauen. We thank you for speaking to us directly. Ich danke dir, dass du direkt zu uns sprichst.
And we pray that you will just be with us Ich bitte dich darum, dass du einfach bei uns bist, forever. für immer und ewig. In Christ's name we pray. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.